Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video machen wir was ganz Besonderes, ganz Neues. Und zwar bringen wir ein Auto zur Leistungssteigerung, gucken uns an, was so eine Leistungssteigerung wirklich bringt. Dafür habe ich neue Geräte gekauft, die ich endlich ausprobieren kann. Die liegen schon ganz lange bei mir. Und ich habe hier schon mal die Kennzeichen für den Wagen in der Hand. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam zu dem Auto, um das es heute geht. Wir gucken uns an, was können wir aus einem sowieso schon leistungsstarken 199 PS Westfalia Kepler One rausholen, haben uns da mit der Firma Abt zusammengetan und dieses Schmuckstück, was hier vor uns steht, bringen wir jetzt gleich zu Abt und dann beziehungsweise zu unserem VW-Partner hier vor Ort, der auch Abt-Service-Partner ist, und dann kriegt der Wagen eine fette Leistungssteigerung, dann kriegen wir riesengroße Felgen drauf. Wenn wir da fertig sind, bringen wir das Ganze zu unserem Sattler, dann packen wir da schwarzes Leder rein und wenn das fertig ist, machen wir eine coole Transportbox hinten drauf, machen noch ein bisschen an der Technik mit Lithium-Batterien und allem anderen, was dazu gehört. Also ganz, ganz viele spannende Dinge, die in diesem Video mit dem Westfalia Kepler One passieren. Wer mehr Details über den Kepler One wissen will, schaut sich jetzt die Videos an, die wir euch verlinken. Wir haben neulich einen Vergleich Kepler-Jules Verne gemacht. Schaut euch das genau an und wer alle Maße zum Kepler selber wissen will, schaut sich das zweite Video an, was wir verlinken. Das alles passiert heute, bevor es losgeht mit dem Video. Ich komme nicht mal an mein Handy ran. Ihr wisst, was ich sagen will. Unter dem Video Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, immer am Ball bleiben. Und wir aktivieren jetzt mal die Technik. Ich mache uns die Kennzeichen dran und dann erzähle ich euch so ein bisschen während der Fahrt, was uns erwarten wird. Auf jeden Fall wird das so eine spannende Fahrt für uns. Was ich vergessen habe zu sagen, was wir auch noch in diesem Video machen, ist, der Wagen kriegt eine ganz spezielle Anhängerkupplung, so dass wir endlich auch eine höhere Anhängelast realisieren können. Das heißt, wir werden in diesem Wagen 3 Tonnen Anhängelast am Ende des Tages haben. Ja, was wir uns für euch besorgt haben, ist hier so eine kleine Box, die da vorne liegt. Das ist ein High-Speed-GPS-Sensor. Das Ding nennt sich Draggy Box für alle, die irgendwie Lust an Fahrzeugtuning oder sonst was haben. Die misst alle Daten im Prinzip wie so ein Race Navigator, irgendwie eigentlich für Rennstrecken gedacht. Für uns aber eine ganz nette Spielerei, glaube ich. Wir fahren jetzt den Wagen erstmal ein bisschen vernünftig warm und wir wollen ihn auf jeden Fall heute in der Ausgangssituation, so wie er jetzt dasteht, messen. Das heißt mit den Serien 17 Zoll Felgen und mit dem Serienmotor. Wir haben jetzt ja hier den 199 PS Wagen mit dem 4Motion Allradantrieb. Was ich schon angekündigt hatte, der Wagen wird eine Abt-Leistungssteigerung bekommen. Ganz genau im Detail gehen wir da nachher nochmal drauf ein. Nur um euch eine grobe Richtung vorwegzugeben. Wir haben ungefähr 40 Newtonmeter mehr Drehmoment und wir sollen ungefähr 25 PS mehr Leistung haben. Und mich interessiert einfach brennend, wie sehr sich das in den Fahrleistungen des Fahrzeugs auswirkt oder auf die Fahrleistung des Fahrzeugs auswirkt. Und deswegen fahren wir jetzt mal und dann messen wir und dann haben wir später auch echte Vergleichswerte. So ein bisschen ein Problem an der Geschichte ist, dass es halt eine Box, die ist für einen richtigen Renneinsatz gedacht. Und Renneinsatz in dem Sinne machen wir hier ja nicht. Zum einen will ich das Auto nicht so malträtieren, da habe ich aber vorher mit den VW- und Abt-Spezialisten gesprochen. Man darf auch bei einem Neuwagen durchaus mal Gas geben. Also man muss nicht 1000 Kilometer lang ganz langsam fahren. Das Problem ist aber, dass alle Rennwerte immer darauf ausgelegt sind, 0 auf 100, 100 auf 200, auch 100 auf 0 auf 200. Und das sind ja Werte, die wir hier gar nicht haben wollen. Deswegen haben wir uns manuell ein paar Werte einprogrammiert. Das, was in meinen Augen für die Wohnmobilwelt viel wichtiger ist. Was macht der Wagen von 80 auf 120? So eine klassische Situation auf der Landstraße, wenn ihr unterwegs seid und einfach einen LKW überholen wollt, hinter dem ihr hängt, damit man dann gut loskommt. Oder auch, was hat man für eine Möglichkeit, 50 auf 80, also aus dem Dorf raus beschleunigen. Und ich glaube, das sind die Werte, wo man wirklich merkt, ob der Wagen hinterher mehr kann oder nicht. Ja, wir fahren jetzt erstmal zur Autobahn. In der Zwischenzeit können wir uns vielleicht so ein bisschen angucken, was der Wagen kann. Also wir haben hier ein Modell 21 Kepler One, also das aktuellste vom aktuellen sozusagen. Und das ist ein Wagen, der alles mitbestellt hat, was da ist. Da seht ihr an dem großen Gerät hier in der Mitte. Wir haben den Digital-Tacho, wir haben Abstandsregeltempomat und all solche Dinge. Und wir können ja einfach mal Digital-Tacho uns anschauen. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, wo man sich oben die Werte einstellen kann. Wir können gleich mal ein Navigationsziel eingeben und da kann man überall rumgehen. Er zeigt uns auch die
Reifendrücke und all sowas mit an. Also das ist schon echt viel. Man muss aufpassen, dass man sich trotzdem auf die Straße konzentriert, damit man da ordentlich mit dabei ist. Für mich eine der komfortabelsten Features an den kompakten Autos, und wenn ich mich für einen Kepler interessiere, ist das ja in der Regel eine Geschichte, die für mich super relevant ist sowas wie der Abstandsregel-Tempomat, weil ich dann einfach, ich habe jetzt Tempo 110 eingegeben, ich kann hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da unten in der Mitte den Abstand zu meinen vorausfahrenden Fahrzeugen regeln und im Prinzip macht er alles von alleine. Und das finde ich schon einfach eine super coole Geschichte. Wir wollen nicht einen Begrenzer, was können wir mal gucken, ob das Side Assist, wir haben hier alle Assistenten mit dabei und den Lane Assist, also den Spurhalteassistenten machen wir auch mal an. Dann zeigt er uns das auch mit an und jetzt müsste er theoretisch auch um die Kurve fahren. Also durchaus, das ist natürlich nicht dafür gedacht, aber ich fahre mal geradeaus auf die weiße Linie zu, merkt er und lenkt automatisch um die Kurve. Und das finde ich schon eine coole Sache. Es geht ja nicht darum, dass man den Wagen alleine irgendwo hinfahren lassen will, aber er zeigt euch auf jeden Fall genau an, was geht und was nicht geht. Wir filmen vielleicht doch ein klein bisschen später, wie gut wir beschleunigen können, weil hier das gerade wolkenbruchmäßig regnet. Gut, aber wir haben wenigstens schon einen schönen kleinen Ausflug gemacht, das ist auch schön. Ich kann sagen, das Auto fährt sehr spurstabil. Was ich gerade für mich entdeckt habe, das zeige ich euch gleich, wenn wir auf der Rücktour wieder sind. Nochmal hier die kleine Ecke, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, auf dem Spiegel. Das ist der Totwinkelassistent. Da leuchtet einfach ein kleines gelbes Lämpchen und sagt einem Bescheid, was Sache ist. Und anstelle, dass wir jetzt das Tempo testen, gucken wir mal, ob der Wagen dicht ist. Weil so doll, wie es hier regnet, wird es selten unterwegs regnen. Insgesamt ist es halt wirklich PKW-mäßig zu fahren und total angenehm in allem, was so zusammenkommt. Ich finde es mega übersichtlich. Wir machen uns jetzt einfach mal die Navigation an. Wir können ja einfach mal gucken, hat er eigentlich eine Sprachsteuerung? Ja. Navigation eingeben. Entschuldigung. Navigation programmieren. Sie können jederzeit sagen, navigiere zu, gefolgt von Ort, Straße und Hausnummer. Sie können außerdem sagen, anrufen bei, gefolgt von einem Kontakt. Okay. Für weitere Informationen. Navigiere zu Stover Straße 71. Mal gucken, ob sie das verstanden hat. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, direkte Zielführung starten. Und das bei so lautem Regen. Einen Moment bitte. Ja. Bitte? Direkte Zielführung starten. So, der Regen hat jetzt etwas nachgelassen. Dann kann ich euch das auch noch mal zeigen. Was ich halt richtig cool finde, wenn die Navigation an ist und man so ein Digitaldisplay hat. Wir gehen mal hier auf die Navigationsebene und das fängt ja, so ist ja, wo ist denn? So ist der klassische Tacho. 1 zu viel gedrückt, Entschuldigung. So ist der klassische Tacho, wenn ich auf Navigationsebene bin. Ich sehe, ich bin im 7. Gang, normal Drive, ich fahre 114 km/h. Alles tiki-taki, so wie das sein soll. Wir machen mal hier unseren Abstandsregeltempomaten an. Dann passt er in alle Richtungen ein bisschen auf. Dann habe ich so eine View-Taste hier auf dem Lenkrad und kann, wenn ich einmal drauf drücke, den gesamten Tacho freigeben für die Navigation. Und das finde ich schon echt cool. Oder es gibt noch so einen dritten Ansatz, wo man eben auch die ganzen Eckdaten zur Navigation sieht, Radio, Reichweite, alles was dazugehört. Und so kann man im Prinzip auf jeder Ebene, wir gehen mal hier auf die, wo haben wir die Assistenzsysteme da, da müsste gleich, wir haben da vorne einen LKW, auf den rollen wir langsam zu. Ich habe ja ein Abstandsregeltempomat an. Theoretisch müsste der gleich irgendwann erkennen, dass da vorne ein LKW kommt und dann auch hoffentlich runterbremsen. So, jetzt hat er gesehen, dass da ein Auto ist und jetzt geht er auch runter, bremst das ein und hält eben den Abstand, den ich zu dem vorhergehenden Fahrzeug haben will, ein. Was ich echt eine ganz coole Sache finde. Und so ist halt mega entspannt, wenn man so Stop and Go irgendwo unterwegs hat. Und jetzt kann ich halt über den Knopf hier drüben einstellen,
ich möchte den Abstand ein bisschen länger haben. Jetzt lässt er ein bisschen mehr Abstand zum LKW, damit ich es noch entspannter habe. Oder ich mache mal hier das kürzeste. Wir fahren mal ganz dicht dran. Das ist das dichteste, was er als Hinterherfahroption für sich sieht. Und das ist eben bei so einem schlechten Wetter, wo man ja genug zu tun hat mit allem drumherum, hat man da dann wenigstens die Möglichkeit, entspannt sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich habe Urlaub, ich lasse es einfach vor mich hin gleiten. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück in die Firma, warten ab, bis das Wetter ein bisschen besser ist, damit wir trockene Straßen haben und alles, was dazugehört. Und wenn das der Fall ist, dann laden wir euch wieder ein und starten den zweiten Versuch. So, nächster Versuch. Wir versuchen nochmal unser Glück. Wir haben uns jetzt eine Landstraße gesucht. Die Straßen sind alle wieder trocken. Wir messen jetzt gleich nochmal schön 0 auf 120 in den verschiedenen Einzelschritten, damit wir einen guten Vergleichswert haben, wie schnell der Wagen nach der Leistungssteigerung ist. Ich bin selber ganz gespannt, was da rauskommt. So, jetzt kommt von hinten nichts. Da ist alles gut. Dann halte ich jetzt hier einmal kurz an. Einmal starten und Vollgas. Man merkt auf jeden Fall, dass er Allrad hat, weil er echt gut wegmarschiert. Haben jetzt knapp 90 km/h, 100. Und 120. So, dann haben wir das doch schon mal. Was sagt er da? 12,1 Sekunden 0 auf 100. Das ist auf jeden Fall abweichend von dem, was wir bei Wikipedia vorhin nachgeguckt haben, wo irgendwas steht von 9, irgendwas Sekunden. Aber ich mag auch das Auto nicht komplett Vollgas treten. Man kann das bestimmt im Sportmodus und allem nochmal beschleunigen. Das wollen wir hier aber eigentlich nicht machen, weil das ja auch ein neues Auto ist, was uns nicht gehört. Das ist zwar alles abgesprochen, dass wir das ausprobieren, weil natürlich für uns alle das Interesse groß ist, was die Leistungssteigerung ausmacht. Aber übertreiben will man es dann eben auch nicht. Ich bin auch mit 80 Kilo drin. Das stimmt. Außerdem haben wir hier etwas zu viel hier und zusätzlich noch eine zweite Person. Und wer anderen YouTube-Kanälen folgt, die viel Leistungssteigerung messen, weiß, was es ausmacht, wenn 100 Kilo mehr drin sind oder nicht. Ob das jetzt bei so einem Allrad-VW-Bus wirklich kriegsentscheidend ist, weiß ich tatsächlich auch nicht genau. Aber so ein Ausbau hinten macht natürlich viel aus. Man müsste jetzt wirklich im Vergleich mal einen ganz leeren Transporter dagegen fahren. Falls jemand von euch Erfahrungswerte damit hat, was das Gewicht wirklich ausmacht, würde mich das auf jeden Fall interessieren. Wir geben jetzt den Wagen auf jeden Fall zu VW. Da fahren Chris und ich jetzt hin. Und dann zeigen wir euch gleich nochmal kurz die Felgen, die da drauf gehören. Nicht da drauf gehören, sondern da drauf kommen sollen. Und dann sind wir gespannt, wie der Wagen sich fährt, wenn wir ihn wieder abholen. So, wir sind heil bei VW angekommen. Das hat schon mal geklappt. Wir haben jetzt erstmal die Referenzwerte vorher. Wir haben gerade noch mal drüber gegrübelt, woher die Abweichung kommen könnte zu den Serienangaben. Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir wirklich ein Auto haben. 2 schwere Personen drin, voll ausgebautes Wohnmobil und das Aufstelldach drauf. Ich bin gespannt, was die Leistungssteigerung bewirkt. Das Zweite, was wir hier machen, ist ja, dass wir dem Auto vernünftige Schuhe anziehen sozusagen. Wir haben jetzt hier die normalen 17 Zoll Stahlfelgen und ich habe da mal was vorbereitet. Ich rolle das jetzt einfach mal so davor, sozusagen als kleine Sneak Preview. Und das ist das kleine Rad, was der Wagen jetzt bekommt. Das ist eine Abt-Felge, die heißt GR, ist schwarz, ist ein relativ amtlicher Reifen, 275 35 R20, also eine 20 Zoll Felge mit einem richtig schicken Reifen drauf. Ich glaube, in dem Schwarz wird das dem Auto hervorragend stehen. Wir geben jetzt auf jeden Fall das Gesamtpaket hier ab. Und wenn dann die Leistungssteigerung gemacht ist, holen wir das ab und dann sind auch schon die Felgen drauf und fertig eingetragen. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird.
Also ich denke, das ist auf jeden Fall gut geworden, so wie es aussieht. Ihr habt ja jetzt ein paar Eindrücke schon mal vorweg gesehen. Das heißt, bevor wir jetzt drüber reden, wisst ihr schon, wie das Ganze aussieht. Und ich finde, dass diese Felge dem Fahrzeug wahnsinnig gut tut. Wenn man den Wagen sich vorher anguckt, sicherlich ein sehr schickes Fahrzeug, so ein VW-Bus. Immer schön, auch mit den ganzen lackierten Anbauteilen und dem weiß-schwarzen. Aber eine silberne Stahlfelge ist halt optisch doch nochmal eine ganz andere Nummer als eine schwarze Alufelge. Und wenn es dann noch so eine schwarze Alufelge wie diese hier ist, die einfach ja vom Format mit den 20 Zoll, ich glaube größer als 20 Zoll haben wir hier noch nirgendwo aufgebaut, auch noch einfach richtig groß dasteht, sieht man das gut. Und was ich finde, was extrem auffällt, wenn man so einen Schritt zurücktritt, dass das ganze Auto viel kompakter wirkt. Durch die großen Felgen, weil einfach die Radhäuser voll sind, weil das Farbkonzept stimmig ist mit diesem weißen Dach, schwarzer Streifen, schwarze Felgen. Das ist einfach was richtig gut passt. Das sind ja jetzt 275er Reifen, also sie sind dazu auch noch deutlich breiter geworden. Ich bin ganz gespannt, der Wagen hat ein Kollege abgeholt. Wir fahren gleich gemeinsam eine Runde und dann bin ich gespannt, was die Leistungssteigerung ausmacht. Und dafür hole ich mir jetzt mal ganz kurz mein Zettelchen mit dazu, bevor ich euch Quatsch erzähle. Die Leistungssteigerung, die Abt in dem Augenblick gemacht hat, ist, dass wir von den Ausgangsbasis sind ja 146 kW, also 199 PS. Da sind wir jetzt hoch auf 166 kW mit 226 PS. Also ungefähr 25, 26, 27 PS mehr Leistung. Und was, glaube ich, für uns gerade mit der Anhängerlast, die wir vorhaben oder die jetzt auch dran ist, 450 Newtonmeter Drehmoment plus 40 Newtonmeter, also knapp 500 Newtonmeter soll er jetzt haben. Leider haben wir nicht wie andere schöne YouTube-Kanäle, denen ich selber folge, einen Leistungsprüfstand, wo wir jetzt einfach mit dem Auto drauf fahren können und sagen können, wir gucken mal, ob das wirklich stimmt. Eingetragen ist das auf jeden Fall. Also alles, was an dem Wagen hier gemacht ist, ist TÜV abgenommen, TÜV in den Fahrzeugpapieren eingetragen, dass man damit richtig gut fahren kann. Ich mache mal die Haube auf und dann gucken wir mal unter die Haube. Da wird es nicht so viel zu sehen geben, aber dass man mal eine Idee bekommt, wo und wie so eine Ableistungssteigerung drin ist. Ich mache noch eine kleine Petition für den Prüfstand hier. Ja, ich wäre ganz klar für einen Prüfstand. Das hat aber leider zwei Probleme. Wir haben nicht ausreichend Platz und es ist, glaube ich, auch nichts, was man mal eben so aus der Portokasse macht. Also wenn einer von euch einen alten Prüfstand rumstehen hat, sagt uns Bescheid. Also, das, was hier eingebaut worden ist, ist eigentlich, glaube ich, sogar nur hier oben. Das Ding nennt sich Abt Engine Control. Er hat mir das so erklärt, dass das auch die Drehzahl und alles vom Fahrzeug überwacht. Das heißt, die Mehrleistung wird erst freigegeben, wenn der Motor ausreichend warm ist, wenn man vernünftig gefahren ist. Dadurch besteht halt keinerlei Gefahr, dass irgendwas kaputt geht am Fahrzeug. Und das Gute an einer Abt-Lösung im Vergleich zu irgendeiner normalen Leistungssteigerung ist, dass Abt ja mehr oder weniger ein sehr enger Partner von VW ist. Abt über VW eine Garantieverlängerung dafür anbietet. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Zuge den Wagen mit dem 3. Jahr Garantie, also mit einem zusätzlichen Jahr Garantie, also dem 3. Jahr insgesamt ausgestattet. Und wenn man die mit abschließt, kann man die noch mehrere Jahre verlängern. Und dadurch, dass der gleiche Garantiegeber für VW und für Abt verantwortlich ist, wird nie die Situation auftreten, dass, wenn mal was mit dem Auto oder der Leistungssteigerung sein sollte, man hin und her geschubst wird von dem einen zum anderen und die Schuld dem anderen, quasi der schwarze Peter dem anderen in die Schuhe geschoben wird. Ansonsten ist so eine Leistungssteigerung natürlich hier äußerst unspektakulär. Ich bin mega gespannt, ob wir das gleich beim Fahren spüren. So feinfühlig, ich bin jetzt ja kein Leistungsfahrer, sondern ein Genuss-Wohnmobilfahrer. So feinfühlig bin ich nicht, aber dafür haben wir ja gleich unsere Draggy-Box, diesen Speed-Messer mit dabei und dann gucken wir uns das mal an. Auch wenn das jetzt fürs Video äußerst unspektakulär ist, gucken wir uns von hinten das Fahrzeug nochmal an. Übrigens finde ich auch die Seite, ich finde die Felgen stehen im Auto echt wahnsinnig gut. Der Wagen hat eine Anhängerkupplung. Jetzt kann man natürlich sagen, welcher Wagen hat keine Anhängerkupplung und wo ist die Kunst da dran? Für uns war das eine relativ große Aufgabe, weil das, was wir hier gemacht haben, ist, dass wir 3 Tonnen Anhängerlast haben, die der Wagen normalerweise nicht hat. Und das ist tatsächlich nur mit einer ganz speziellen Anhängerkupplung, mit nur ganz speziellen Partnern möglich. Da bin ich durchaus stolz drauf, dass der Wagen jetzt 20 Zoll Felgen, Leistungssteigerung, Anhängerkupplung mit 3 Tonnen Zuglast, sodass man damit wirklich den Weg zu jeder Rennstrecke vernünftig nehmen kann. Und damit er auch auf der Rennstrecke eine gute Figur macht, haben wir ja auch von innen ein bisschen was modifiziert.
und haben dieses Schwarz-Weiß-Konzept, was wir draußen haben, ja auch von innen komplett nochmal mit aufgenommen und haben den ganzen Wagen von innen beledern lassen. Und zwar in einem richtig schicken Leder mit Rautensteppung, mit allem, was dazugehört, so dass ich sag mal, der technische Anspruch, den wir an alles andere hatten, hier auch mit dabei ist. Wenn man das Ganze dann so großflächig angeht, haben wir den großen Vorteil, dass wir auch beide Sitze haben jetzt Sitzheizung mit drin. Das hatten wir vorher nicht. Wir haben einen richtig coolen Platz, finde ich, gefunden. Da vorne neben dem Schaltknauf haben wir hier Regelung in 3, 4 oder 5 Stufen für Fahrer- und Beifahrersitz, dass jeder da separat seine Heizung einstellen kann. Und das Ganze, wenn ihr vielleicht das von vorher so ein bisschen wie die anderen Kepler, gibt es ja entweder in dem ganz hellen Kunstleder oder in diesem Polsterstoff Montana, was ja auch graues Kunstleder mit so einem grauen Stoff ist. Wir haben im Prinzip das Schnittmuster, genauso wie Westfalia sich das gedacht hat, gelassen. Haben dann, aber ich gehe mal kurz hier rein, die Flächen, die hellgrau waren, hier mit der Rautensteppung wieder aufgenommen. Das ist von der Farbe an dem Grau der Möbel orientiert. Also die ganzen Kontrastnähte haben wir in dem Stoff dort gemacht und haben halt hier alles, da muss ich auch ganz klar sagen, unser Sattler, der das hier gemacht hat, hat da ganze Arbeit geleistet, weil das hier alles ein bisschen einfacher vorher gelöst war und er hat viel gemacht. Und damit das so schlüssig ist, haben wir eben auch die Blende hier an der Seite mit schwarzem Leder bezogen und auch hier die ganze Flanke an der Seite, alles mit Leder bezogen. Da kriegt ihr jetzt nochmal, ich finde, das Leder ist so schick geworden, dass an dieser Stelle das einen ganz kleinen eigenen, schön knalligen Videoabschnitt verdient hat, damit man mal einen Eindruck von den Details sich machen kann. Viel Spaß dabei! So, Eindrücke vom Leder habt ihr jetzt bekommen. Das ist schick. Wir haben einen neuen Tag, neues Glück, strahlenden Sonnenschein wird es ab gleich hoffentlich auch geben. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal eine Runde und gucken, was uns diese Ableistungssteigerung wirklich messbar bringt. Wir haben ja vorher 0, 100 und 80, 120 für uns gemessen. Wir blenden die Werte jetzt noch mal mit ein. In meiner Erinnerung waren es etwas über 12 Sekunden für 0, 100, 12,2, 12,1. Chris guckt das mal nach. Und von 80 auf 120 waren es 9,5 Sekunden, wenn ich das recht entsinne. Wichtig ist für die Leistungssteigerung, dass die erst freigegeben wird ab einer bestimmten Öltemperatur, also wenn der Motor warm ist und alle Flüssigkeiten warm sind. Das heißt, wir fahren jetzt erst noch mal ein bisschen im Kreis. Ja, was ist die Erwartungshaltung? Einerseits sagt man natürlich, ist eine teure, hochwertige Leistungssteigerung, aber ich glaube, man darf das an dieser Stelle auch nicht überschätzen, was da passiert. Abt selber, da blenden wir euch jetzt auch nochmal die Leistungsdiagramme und die offiziellen Zahlen zu ein, sagt bei einem Auto, und wir reden bei einem nicht ausgebauten Transporter, der hat ja eine Werksangabe von 9,9 Sekunden. Da sieht man auch, wie viel das Gewicht eines Wohnmobils am Ende in der Leistung ausmacht. Bei 9,9 Sekunden ist nach der Leistungssteigerung 0-100 9,2 Sekunden. Das ist also nicht so viel. Das wird sich einerseits wahrscheinlich noch ein bisschen verschlechtern, weil wir ja das schwerere Auto haben. Da bin ich ganz gespannt, was das ausmacht, ob wir das überhaupt spüren. Weil anfühlen tut es sich wie mehr, aber das ist halt jetzt auch ein paar Tage her, seit wir den Wagen gefahren sind, ohne Leistungssteigerung. Und dann darf man ja in dem Ganzen auch nicht vergessen, dass wir die 20 Zoll Felgen mit drauf haben. Und auch das ist eben durchaus ein negativer Effekt auf Fahrleistung. Fährt zwar satter liegend auf der Straße liegend, aber eben auch etwas schwerfälliger, und mit den breiten Reifen ist ja auch einfach viel mehr Masse dort unten. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann haben wir noch einen zusätzlichen Faktor, den ich überhaupt nicht einschätzen kann. Als wir den Wagen abgegeben haben, war es quasi noch frühes Frühjahr gefühlt, und in den letzten Tagen sind ja die Temperaturen massiv hochgegangen. Wir haben jetzt knapp 20 Grad Außentemperatur. Das ist ungefähr das Doppelte von dem,
was wir hatten, als wir den Wagen zu der Firma Wolperding zur Leistungssteigerung gebracht haben. Also, ich bin gespannt. Wir fahren jetzt mal kurz auf dieselbe Strecke, wo wir vorher waren, damit wir seriös messen können. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Fertig? Dann legen wir mal los. So, mal schauen, was da rauskommt. Ich bin sehr gespannt. So, 100 haben wir. Jetzt fahren wir nochmal auf 120. Haben wir auch. Also ich finde, es fühlt sich subjektiv deutlich schneller an. Und wir haben 11,95 Sekunden 0 auf 100. Das ist im Prinzip dann genau das, was Abt angibt, nur hochgerechnet auf uns, also 0,2 Sekunden mehr. Den Wert 80, 120 müssen wir gleich mal raussuchen, der wird nur im Untermenü abgelegt. Auf jeden Fall ist der Wagen einen kleinen Tick schneller. Ich finde, er fühlt sich spritziger an. Das Anfahren bei den ganzen Automatikautos, die fahren halt sehr sachte an, aber man merkt halt richtig, dass der Allradantrieb Grip hat und dass der auch fahren will. Aber es dauert irgendwie gefühlt so eine halbe Gedenksekunde, bis das Auto richtig losfährt. Das ist aber glaube ich auch einfach, wir haben ja keinen Rennwagen letztendlich. Also, Leistungssteigerung würde ich sagen, ist vorhanden. Das ist jetzt kein gänzlich neues Auto, aber wir können jetzt natürlich auch die Dinge, wofür die Leistungssteigerung eigentlich gedacht ist, hier nicht wirklich abfragen. Also ich werde nicht ausprobieren, ob die Höchstgeschwindigkeit sich wirklich von 197 auf 200 ändert, 201, also 4 km/h mehr. Aber ich glaube, dass vor allem in diesen Elastizitätsbereichen, im mittleren Bereich, die Motorleistung dann schon nochmal was spürbar macht, wenn man durchbeschleunigt, wenn man auf der Landstraße einen LKW überholen will, dann ist halt schon so, dass wir fahren jetzt hier aus dem Ort raus. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann hat der Wagen, ich meine, wir fahren ein Wohnmobil, dann hat der Wagen richtig Schwung. Also das macht schon Spaß. Fährt gut und ich finde, dass vor allem die Straßenlage durch die Felgen richtig cool geworden ist. Also der liegt echt satt auf der Straße und es macht Freude zu fahren. Wir beschleunigen jetzt nochmal mit euch zusammen gleich auf die Landstraße, die wir hier zurückfahren, und gucken nochmal, was da rauskommt. Also nicht rauskommt, sondern wie sich das anfühlt. So, alles frei. Einmal Gas geben. Gucken wir, dann können wir. Und das ist halt das, da ist er definitiv gefühlt dynamischer und schneller. Und gerade wenn ich jetzt noch einen Hänger, da gebe ich dann zwar nicht so viel Gas, aber das ist echt schnell für ein Wohnmobil. Das ist schon cool. Fährt gut, schönes Auto, optisch eine glatte 1, so wie es ist. Die Leistungssteigerung ist ein nettes Add-on und ehrlicherweise, wir haben ja ein teures Auto in dem Gesamtpaket, auch nicht mehr der Riesenposten. Wir fahren jetzt zurück in die Firma, suchen euch nochmal raus, was die Geschwindigkeit 80, 120 gewesen ist, damit wir da auch nochmal einen Referenzwert haben. Und bis dahin erfreue ich mich noch ein bisschen an diesem wunderschönen Auto, bevor ich es dann leider nächste Woche auch abgeben muss. So, spannendes Projekt nähert sich einem Ende. Wir haben jetzt alle Werte dafür zusammen. Eigentlich ist genau das eingetreten, was uns vorher versprochen wurde. Wir haben eine gewisse Leistungssteigerung oder das, was wir uns auch erwartet haben. Die Leistungssteigerung greift eher nicht bei dem Losbeschleunigen, sondern vor allem später im Durchzug. Das heißt nochmal von den Fakten. Wir haben, bevor wir die Leistung mit 17 Zoll Felgen, normalen Stahlfelgen und ohne Leistungssteigerung haben wir vorher gemessen 12,1 Sekunden für 0 auf 100. Wir haben den Abschnitt 50 auf 80, also quasi rausbeschleunigen aus dem Dorf gemessen gehabt. Da sind wir bei 4,03 Sekunden gewesen. 4,09, Entschuldigung, wir wollen es ganz präzise heute machen. Und 80 auf 120 haben wir 9,39 Sekunden gemessen. Ja, ich muss nur immer hinter die Kamera gucken und gucken, ob das stimmt. Mit der Leistungssteigerung, und das, man muss ganz klar sagen, 10 Grad wärmere Temperatur macht laut Tunern spürbar eine Änderung, also weniger Leistung. Und wir haben die dicken Puschen mit drauf, die auch Leistung wegklauen. Wie erwartet ist auf 0-100 nicht allzu viel passiert. Wir haben, weil er gefühlt irgendwie ein bisschen langsamer losstartet,
Wir haben 11,95 0-100 gehabt und jetzt 50 auf 80, da haben wir, jetzt muss ich doch noch einmal kurz, 50 auf 80, 3,76 Sekunden, also 0,4 Sekunden schneller. Und das, was für mich eigentlich der relevante Wert ist, weil das ist das, wo man es wirklich spürt, 80 auf 120 sind wir von den vorherigen 9,39 auf jetzt 8,03 Sekunden. Also da haben wir wirklich fast 1,5 Sekunden gewonnen, trotz der Reifen, trotz der Temperatur. Und das, finde ich, ist dann schon dafür, dass da einfach nur so eine kleine Kunststoffbox vorne drin sitzt, eine Leistungssteigerung, die sich lohnt. Das Ganze gepaart mit der Garantie von Abt und VW ist was, wo man dann, denke ich, das auch sorgenfrei machen kann. Also wenn ihr bei eurem Kepler oder bei einem anderen Bus denkt, könnte ein bisschen schneller sein, ist das wahrscheinlich eine gute Lösung. Wir, das können wir auch ganz klar so sagen, haben das hier mit unserem Partner vor Ort gemacht. Das ist die Firma Wolperding in Winsen. Da sind wir gut betreut worden. Das ist eine schöne Lösung und es macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Also, gebt euch einen letzten Blick. Achso, eine Kleinigkeit noch mit dazu, bevor ich mich verabschiede. Mit dem Auto sind wir noch nicht ganz fertig, aber da das Video jetzt schon mit relativ viel Fahren ist, machen wir das im nächsten Video. Also unbedingt Kanal abonnieren. Wir haben nochmal für den Wagen eine richtig coole Transportbox, die hinten auf die Anhängerkupplung kommt. Wir haben ein Heckzelt, was wir uns nochmal gemeinsam angucken und Fliegengitter und Mückengitter für die Schiebetüren, damit ihr da mal sehen könnt, was man für Lösungen machen kann. Das zeige ich euch dann aber im nächsten Video. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis bald, alles Gute!